Die Bundesregierung plant, mit einem weiteren Charterflug Afghanen und ihre Angehörigen nach Deutschland zu bringen. Das berichtet die Bild-Zeitung. In den vergangenen Wochen waren ja bereits 2 Flüge am Berliner Flughafen angekommen. Der letzte genau vor einer Woche mit 132 Afghanen an Bord. Kritik kommt unter anderem von Polizeigewerkschaftern und von der Union. Die Auswahl der Einreisenden sei undurchsichtig, ihre Identität nicht immer vollständig geklärt. CDU und SPD haben in ihrem Sondierungspapier vereinbart, freiwillige Aufnahmeprogramme aus Afghanistan zu beenden. Zugeschaltet ist jetzt Manuel Ostermann, der Vizechef der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag, Herr Oppel, ich grüße Sie. Herr Ostermann, auf den letzten Metern holt die Restampel jetzt nochmal Afghanen nach Deutschland. Wie steht die Polizei zu diesen Neuankömmlingen? Also wir sehen das mehr als kritisch. Schon aus der sicherheitsspezifischen Betrachtung ist es vollkommen inakzeptabel. Im Ursprungsbeitrag ist es ja erwähnt worden, Intransparenz im Verfahren, NGOs, die Entscheidungsprozesse durchlaufen, die mitwirken. Wir haben keine lückenlose Sicherheitsüberprüfung. Und am Ende des Tages müssen wir den in Deutschland lebenden Menschen schon erklären, warum wir das alles machen. Und ich bin einigermaßen fassungslos, dass man trotz all dieser Erkenntnisse, die man hat, einfach weiter daran festhält, schon aus sicherheitsspezifischer Betrachtung, aber auch gegenüber den Steuerzahlern in Deutschland muss man das finanziell rechtfertigen. Es ist für mich unerklärlich und ein handfester Skandal. Und deswegen braucht es auch einen Untersuchungsausschuss, der ist zwingend geboten. Und die Fakten liegen ja auch auf dem Tisch. Also werden denn jetzt die Menschen aus Afghanistan anders überprüft, auch durch die Polizei, wegen der Anschläge, die sich ereignet haben zuletzt und der allgemeinen Terrorgefahr? Nein, und genau darum geht es ja. Zunächst einmal entscheiden ja NGOs darüber, ob Personen überhaupt in dieses Aufnahmeprogramm kommen. Dann gibt es auch gesicherte Erkenntnisse, dass auch hier Menschen manipuliert werden, indem sie die Behörden täuschen durch Falschaussagen. Und wir haben dann in der schlussendlichen Sicherheitsüberprüfung ganz viele Mängel in diesem Verfahren. Und das ist ein handfester Skandal. Und gerade mit Blick auf die terroristische Bedrohungslage und gerade auch mit Blick auf die Ängste der in Deutschland lebenden Menschen ist das verantwortungslos und auch das gehört so weit dazu. Da sind ja gar keine Ortskräfte drauf oder mit großen Teilen keine Ortskräfte drauf. Insofern ist es einfach ein handfester Skandal und ich bin einigermaßen schockiert, dass sich die noch amtierende Bundesregierung sowas erlaubt und dann auch einfach unbeeindruckt damit weitermacht. Ja, zumal wir das ja auch seit Wochen thematisieren. Andererseits, die Bundesregierung hat ja auch versprochen, im Gegenzug eben die Abschiebungen zu verschärfen. Wie sieht es denn aus mit den Abschiebungen nach Afghanistan? Findet da einiges mehr statt im Moment? Da findet überhaupt nichts statt. Wir hatten ja einmal vor den Ostwahlen im vergangenen Jahr die Abschiebung nach Afghanistan. Und seitdem ist man immer wieder versucht, uns zu erklären, was für große Hürden man meistern muss, um überhaupt Abschiebungen in dieses Land zu forcieren. Alles in dieser ganzen Geschichte ist relativ faul. Und man muss ganz deutlich sagen, die Absichtserklärung dieser Bundesregierung, wirklich eine Abschiebeoffensive auch nach Afghanistan zu forcieren, ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Man macht das ganze Gegenteil. Man holt potenzielle Bedrohungslagen noch weiter in dieses Land rein. Das ist allumfassend verantwortungslos. Und es ist wirklich dringend Zeit, dass wir das Aufnahmeprogramm aussetzen oder beenden und auf der anderen Seite den Menschen nicht mehr versuchen zu erklären, warum wir nicht abschieben können, sondern dass wir abschieben. Und ich verspreche Ihnen auch, das würde funktionieren, wenn man es denn politisch umsetzen will. Und da ist diese Bundesregierung ganz klar in ihrem Statement, sie wollen es nicht. Sagt Manuel Ostermann. Wir müssen noch über ein Thema sprechen, denn in der Ausländerbehörde in München soll es in einigen Fällen Asyl gegen Geld gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wie sehen Sie jetzt, Stand jetzt, diesen Fall von Korruption, der sich da abzeichnet? Also wie schlimm ist das angesichts der Lage im Land? Es ist natürlich eine Katastrophe. Positiv ist, dass die Kreisverwaltung selber auf diesen Fall aufmerksam geworden ist, damit sehr transparent auch öffentlich umgeht und ein großes Interesse, selbstverständlich ein großes Interesse daran hat, diesen Sachverhalt aufzuklären. Es zeigt aber auch, wie gut strukturiert und wie viel Geld eigentlich in dieser ganzen Migrationsdebatte und Migrationskrise steckt, wie bestechlich dann auch manche Menschen werden durch eben auch Schleuserorganisationen, die damit hinterstehen. Da müssen wir sehr sensibel sein und vor allem müssen wir uns immer wieder hinterfragen und selbst überprüfen,
Organisierte Kriminalität hat längst Einzug gehalten. Es ist ein Milliardengeschäft. Bis zu 10.000 Euro für ein falsch ausgestelltes Dokument spricht da ja Bände. Insofern müssen wir dann noch weiter investieren, noch weiter Transparenz walten lassen und klare Absichtserklärungen definieren, dass sowas selbstverständlich nicht geht. Und ich bin tatsächlich so traurig wie auch schockiert, aber auch sehr dankbar, dass die Kreisverwaltung damit so transparent umgeht und vor allem so entschlossen ist, dass solche Sachverhalte vollumfänglich inakzeptabel sind. Der Polizeigewerkschafter Manuel Mustermann, vielen Dank. Ich habe zu danken.